be sunny with never a sign. Don't need what money can buy. Not I. Birds in the trees sing their day full of song. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Fanshowdown geguckt. Wer es nicht kennt, das ist so eine kleine YouTube-Serie vom YouTuber Major Hardware, wo man ihm eben Lüfterdesigns schicken kann für 120 mm Lüfter. Er druckt sie aus und testet sie dann. Außerdem habe ich 3 riesige Radiatoren, die alle zusammen in kein Gehäuse passen, was ich finden konnte bisher. Und letztens wurde dann von Major Hardware dieser Fan hochgeladen. We've already covered 3 fans. This next fan is a fan comprised of 3 different parts. The first being what Nesto calls the splitter, but you might recognize it as the velocity stack. The main goal of a velocity stack is to smooth and even out the air flowing into the intake. Now the last component is what Nesto's calling the diffuser. The job of this part is to maintain that smooth flow. But more impressively is that overall, the cheater has pretty much crushed every single other fan that we've tested on Season 3, and it even edged out the A12X25. Ja, kurz gesagt, es ist ein Lüfter, der aus 3 Teilen besteht und der eben besser performt als der Noctua-Lüfter, von dem in dem Video der Motor genommen wurde, um das Ganze anzutreiben. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche ein Case, es gibt ein richtig nices Lüfterdesign und ich habe einen 3D-Drucker. Ja, und dann bin ich im Grunde genommen eben einfach hingegangen und habe erstmal in CAD, also in meinem Fall Fusion 360, einfach mal die Radiatoren alle 3 reingeladen, also beziehungsweise rein designt. Dann noch ein paar Lüfter rein designt, mein Netzteil, die Umrisse, dann hier das Mainboard eben habe ich auch noch reingemacht. Grafikkarten, Wasserblock und so weiter. Eben alles, was ich schon hatte. Auch hier vorne sieht man eben die Splitter und die Diffuser vom Cheetah-Fan. Zwischendrin auch noch ein paar Lüfter, damit ich eben schon mal wusste, okay, so muss ich das anordnen, damit es möglichst platzsparend passt. Und hier sieht man noch, habe ich überall so kleine Diamantenstrukturen, wie ich es mal nennen, reingemacht. Hier auch an der Rückseite. Ich mache mal eben das Topcover weg, dann sieht man das ganz gut. So, ne, dass die auch wirklich halt auch in den Raum reingehen und nicht nur Design sind. Genau, und das habe ich eben gemacht, damit man so ein bisschen diese Schweißnaht, die später entstehen, verdecken kann. Hat einigermaßen geklappt, aber man hat die immer noch gut gesehen, aber stört mich nicht weiter. Genau, aber soweit das Case und dann ging es ans Drucken. Ich habe bei jeder Kante, die verschweißt werden musste, diese kleinen Noppen reingemacht und eben auf der gegenüberliegenden Seite diese Nuten. Allerdings wollte ich halt Material sparen und habe deswegen ohne Stützmaterial gedruckt und deswegen musste ich die alle leider nachbearbeiten. Jetzt haben wir ja, schon repariert.
Wo habe ich den einen Radiator? Den kleinen. Wo habe ich auch den anderen? Zumindest nur mal größere. Alter, wir haben 5 Zuschauer. Moin, Alter, 5 Zuschauer. Knapp, aber es soll passen. Gut. Sieht das so aus, als würde es passen jetzt? Also oben links und unten rechts. Nee, immer noch nicht. Ehrlich, Alter. Geil. Falls es wen interessiert. So sieht's aus. Ich bräuchte Der eigentlich. Wasserblock entsprechend so. Was bräuchtest du? So sieht sie sauber aus. Krass. Gönnt euch. Alter, geil. Geil. Das sind die Cheater. Sieht schon Damit echt wird sick aus. gecheatet, Alter, beim nächsten Game. Aber wir können hier vielleicht was drunter legen. Ja, das dachte ich mir So gerade ein mal. Lüfter einfach. Kannst du das? So. Ah, auch ein Unterlegstand. Junge, es sitzt auch richtig tight drin. Ja, genau. Geil.
So, Alter, drück mir die Daumen, dass es funktioniert. Zu guter Letzt habe ich dann noch das ganze System in AIDA64 getestet. Das ist so ein Programm, da kann man eben Prozessor, Grafikkarte, den RAM, die Disks, alles auf Maximallast laufen lassen, sprich, dass das die maximale Temperatur erzeugt. Das macht man dann so eine halbe Stunde lang, bis eben der ganze Wasserkreislauf in der Wasserkühlung sich aufgeheizt hat. Und dann guckt man, wie sind die Lüfterdrehzahlen und wie sind die Komponententemperaturen. Und in meinem Fall war es wirklich ein Traum. Die Lüfterdrehzahlen waren unter 1000 RPM, also Rounds per Minute, und die Temperaturen von der 10-Kern-CPU waren unter 70. Also wirklich Traum. Ja, das war's auch schon wieder mit dem ganzen Video und dem Projekt. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut euch mein letztes Video an, wo ich die PlayStation Wasser gekühlt habe. Das war so ein ganz ähnliches Video, das sollte euch auf jeden Fall gefallen. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, schaut meinen restlichen Content und bis zum nächsten Mal. Ciao.